Schön, dass du da bist. Heute geht es um Selleriesalz, denn es ist eine wunderbare Zutat, die Gerichten nicht nur eine besondere Note verleiht, sondern auch den natürlichen Geschmack verstärkt. Sellerie enthält von Natur aus Glutamate, die geschmacksverstärkend wirken und Aromen intensiver hervortreten lassen. Damit kannst du den natürlichen Umami-Geschmack entfalten. Wie du es bei mir gewohnt bist, benötigst du auch gar nicht viele Zutaten. So starten wir mit einer halben Sellerieknolle. Das ist ein echtes Nährstoffpaket. Sie liefert etwa Vitamin K6 zur Blutgerinnung und für starke Knochen, Vitamin C natürlich fürs Immunsystem und Vitamin B6 für die Energie und Nervenstärke. Entferne zuerst die Wurzelstränge der Sellerieknolle. Sie sind zwar unscheinbar, aber für unser Vorhaben nicht weiter notwendig. Anschließend schneide die Knolle in feine Streifen, genauso wie du es bei mir siehst, damit sie gleichmäßig trocknen kann und ihre natürliche Aromavielfalt auch vollständig erhalten bleibt. Die Scheiben selbst sollten 1 bis 2 mm dick sein. Dann teile ich dieses noch und dann gibt es wunderbar kleine Streifen. Die Selleriestreifen verteilen wir nun gleichmäßig auf den Gittern des Dörrautomaten, sodass sie nebeneinander liegen und sich nicht überlappen. Denn nur so kann die Luft gut zirkulieren und der Sellerie auch gut und gleichmäßig durchgetrocknet werden. Nun richte dir auch noch ein paar Stangen Sellerie, denn diese ist ein absolutes Powergemüse, nicht nur reich an Geschmack, sondern auch kalorienarm, reich an Wasser und voller Nährstoffe wie Vitaminen, Folsäure und Kalium. Die knackigen Stangen fördern die Verdauung, wirken dank Oxidantien entzündungshemmend, ob roh im Smoothie oder auch in Suppen und Salaten. Stangensellerie ist vielseitig gesund und wirklich absolut lecker. Davon schneidet ihr euch jetzt etwa 2 bis 3 mm dicke Scheiben ab, genauso wie du es bei mir siehst. Auch diese feinen Streifen verteilst du bitte gleichmäßig auf den Gittern, sodass sie nebeneinander liegen und auch nicht überlappen. Und Sellerieblätter dürfen auch nicht fehlen, denn sie sind viel zu wertvoll, um sie wegzuwerfen. Mit ihrer würzigen Note sind sie reich an Nährstoffen wie Vitamin C, Calcium und Eisen, stärken das Immunsystem und verleihen Gerichten eine frische und wahnsinnig aromatische Note. Dafür werden natürlich nur die besten Blätter genommen. Und diese kommen dann ganz unkompliziert und locker flockig auf das Dörrgitter. Natürlich nur die Blätter, die Stängel kannst du. Das zeige ich dir gleich noch. Den Dörrautomat lasse ich nun für die nächsten 5 Stunden bei 55 Grad arbeiten, sodass das Gemüse ein wenig trocken wird. Nach Ablauf der Zeit gebe ich jeweils das Gemüse zusammen und lasse es nochmal für weitere 2 Stunden richtig trocken werden, genauso wie du es jetzt bei mir sehen kannst. Wenn das Gemüse so schön durchgetrocknet ist, kann es dann auch in deinen Mixer gegeben werden. Dafür kannst du die Zutaten jeweils zusammen natürlich in den Mixer geben, genauso wie du es bei mir sehen kannst. Und zu guter Letzt kommen einfach nur noch die Sellerieblätter oben drauf, genauso wie sie sind. Die wichtigste Zutat ist nun natürlich Salz, und zwar gebe ich in etwa die doppelte Menge vom Gemüse mit hinein.
Aber das hängt letzten Endes auch mit deinem persönlichen Geschmack zusammen. Empfehlen kann man auch 1 Teil Salz zu 3 Teilen getrocknetem Gemüse zu verwenden. Und nachdem ich finde, dass es sich perfekt dafür eignet, lasse ich auf der Stufe Crushed Ice alles miteinander verbinden. Nach etwa 30 Sekunden sollten die Zutaten zu einem feinen Pulver vermahlen sein. Von den Rändern kratze ich nun das Selleriesalz, denn man muss ja nichts verschenken. So fülle ich das Salz in eine Schüssel. Wichtig ist hierbei nun wirklich zu überprüfen, ob das Salz bzw. das Gemüse jetzt soweit trocken ist. Denn Restfeuchtigkeit hat einen erheblichen Einfluss auf den Wachstum von Bakterien, Schimmeln oder auch Hefepilzen. Weswegen ich immer noch mal das fertige Salz in meinen Dörrautomat gebe. Du kannst so verfahren, genauso wie du es bei mir sehen kannst. Das Backpapier lege ich deswegen unten drunter, weil natürlich das Salz nach unten durchrieseln wird und nur die gröberen Stücke oben bleibt. Deswegen verteile das Salz gleichmäßig auf dem Gitter und lasse im Anschluss daran das Salz nochmal ca. 60 bis 90 Minuten im Dörri bei ca. 50 Grad durchtrocknen. Gebe die Gitter vorsichtig in den Dörri, bloß keine gröberen Erschütterungen, weil wie du siehst, das Salz rieselt natürlich nach unten. Der Dörrautomat ist übrigens ein absolut perfektes Einsteigermodell. Nach der Stunde ist auf jeden Fall jetzt alles soweit durchgetrocknet. Nun befreie noch deinen Dörri von dem Salz. Du kannst das Salz nun zusammenschütten und wenn du darin keine gröberen Stückchen haben möchtest, könntest du es nun durch das Gitter durchsieben. Dafür sind sie nämlich perfekt geeignet. Ich möchte jedoch alle guten Inhaltsstoffe haben, deswegen schütte ich alles nochmal zusammen und dann ist es auch bereit, natürlich für die Abfüllung. Es ist vielseitig einsetzbar, verfeinert Suppen, Eintöpfe, Salate, Soßen mit einer würzigen Tiefe. Auch für Grillgemüse zum Braten, Kartoffeln oder auch Reisgerichte ist es der perfekte Geschmacksverstärker. Es hebt den natürlichen Geschmack hervor und bringt frische Arome in jedes Gericht. Das war es dann auch schon wieder und ich wünsche dir nun viel Freude beim Selbermachen, gutes Gelingen. Lasst es euch gut gehen. Bis demnächst. Pfiat's euch.